Setzen. Es gibt da einen, der ziemlich gute Dinger macht. Kennst du von Netflix war das? Don't F with Cats. Kennst du die Doku noch? War dreiteilig. Da ging es um so einen Typ, der im Internet quasi Katzen platt gemacht hat. So. Ähm, Luca Magnotta hieß der. Gab es eine Netflix-Doku. Der Typ, über den ich hier rede, wie hieß der denn nochmal? That Chapter, der YouTube-Kanal. Der Typ hat schon 2 Jahre vorher, glaube ich, vor dieser Netflix-Doku einfach diesen Fall analysiert. Mag Magnus. Luca Magnotta. Aber das war sein Künstlername, den hat er sich selber gegeben. Der hieß eigentlich nochmal anders. Und meine These wäre ja, wenn der Außerirdische... Ja komm, wir gucken den Fall mal. That Chapter. Hi, how are you? Also ich meine, dass das vor Netflix rauskam, meine ich. My name's Luca, and I don't live on the second floor. Okay, so that's obscure. No, Susan Vega. My name is Luca. I live on the second floor, you know. Hey you and welcome. My name is Mike and in this video we're going back to, you guessed it, Canada. This is the story of certified crazy person Luca Magnotta, who was, well, just an Certified Crazy Person. Also zertifiziert. Crazy. all-around piece of shite. So, to give you guys a little taste, he would kill kittens, he murdered and cut up an international student, he posted the video of this online, and then he went on the run and his favorite hobby was taking pictures of himself. This is the story of Luca Magnotta, and probably one of the most disturbing ones I've covered, so... Also das war ein Typ, das war schon echt eine krasse Nummer, was der da durchgezogen hat. Echt crazy. Verrückter Typ. Und auf keinen Fall darf so ein Typ nochmal rauskommen, ey. Die haben den auf jeden Fall jetzt schon längst, warte mal, wann? 2013 oder 12 haben die den gepackt? Ey, das ist so irgendwann 13, glaube ich. In dem Zeitraum, wo ich nach Berlin gezogen bin, haben die den in Berlin einkassiert irgendwann. Aber Berlin ist ja groß, ne? Let's get into it, I suppose. Das ist heftig. Luca Magnotta was born Eric Clinton Kirk Newman in 1982 in Scarborough, Ontario. He was one Ich lasse euch kurz mal einen Moment mit dem Video alleine, blende mich aus, ich stelle hier was ein. of 3 children and he was homeschooled for much of his childhood, with no contact with children his own age. According to him, his mother was obsessed with cleanliness and would routinely lock her children out of the house, and once put her children's pet rabbits out in the cold to freeze to death. Even when he was 6 or 7, his mother forced him to keep wearing diapers. His father was diagnosed with schizophrenia in 1994, after which he divorced his wife, leading to Luca later moving in with his grandmother. Both his grandmother and younger brother abused him for his effeminate tendencies. He was actually bullied quite a lot growing up. He never graduated high school and began showing signs of mental illness, like his father. After high school, he started doing gay porn, became a gay escort, and a stripper at one point. Becoming an escort, do you enjoy your work? Yeah, you know, I really do enjoy my work. I get to meet new people and all the time, and you know, I'm a people person, and you know, it just worked out great for me, you know. In 2004, Luca first caught the attention of the Toronto police after he befriended a 21-year-old woman with the mental capacity of a child and convinced her to apply for credit cards.
He then racked up $10,000 in unpaid bills. The police quickly caught on to this and he was charged with fraud. However, initially, police alleged he sexually assaulted the woman and videotaped it. But the police dropped the charge before the case went to trial. In 2005, Luca pled guilty and was convicted of 4 fraud charges. Before sentencing, his lawyer showed the court a medical report revealing that he had significant psychiatric issues. When the judge handed down the sentence, he said, "You have a medical problem and..." Also der wurde angeklagt für im Endeffekt 4-fachen Betrug. Ja. Und ihm wurde eine, warte mal. You need to judge handed down the sentence, he said, his lawyer showed the court a medical report. Aha, sein Anwalt von Luca, der hat dem Gericht quasi einen Attest gezeigt. Revealing that he had significant psychiatric issues. Er hatte, um es wörtlich zu übersetzen, signifikante psychische Probleme. When the judge handed down the sentence, he said, "You have a medical problem and you need to always take medication. If you do not, your life is going to get messed up." Okay, und abschließend hat der Richter dann nochmal wohl zu Luca gesagt, du hast ein ernsthaftes gesundheitliches Problem und wenn du deine Medikation oder deine Medizin nicht täglich nimmst, wird dein Leben sich drastisch verschlechtern, sorry. Luca was then given a 9-month community service sentence and 12 months of probation. Luca Magnotta's lawyer at the time later said that the decision changed the course of... Boah, das freut mich. Das freut mich. Danke, Flash. Danke für dieses Feedback. Ja, da können wir nur einmal alle ID danken. ID 3378. Ich bedanke mich nochmal. Ich klatsche, obwohl ich nur eine Hand habe. Vielen Dank nochmal, Alter. Das war echt korrekt, Mann. Du hast echt Ahnung von diesem Kram. Muss man echt sagen. Ne? Vielleicht solltest du mal überlegen, zu SAE zu gehen oder so. Ne? IDen. Luca's life Immeasurably, with huge ramifications to our society eventually. Well, that's not good. In early 2006, Luca began dating Barbie, a transgendered woman. I met Luca Ach, Magnotta du lieber Gott, Mann. January of 2006. It's funny because the first thing I said was, "I hope you're not going to murder me or kill me," as a joke. The most weirdest relationships that I've had, to be honest. But don't. Also mit diesem Transgender-Mensch war Luca zusammen und da wird gerade erzählt, was in der Beziehung so abging. Don't get me wrong, he was a nice guy. Also war ein netter Typ, aber gab viele Ups and Downs in der Beziehung. He was very sweet and very romantic. Like, he took me out to Captain John's on our first date. Well, he picked me up with a limo, right? Several months later, they broke up, and it was around this time that he legally changed his name to Luca Rocco Magnotta, the porniest male porn star name there is. Ja, in der Zeit, also hat er sich auch seinen Namen geändert. Ne? He later filed for bankruptcy. And it seems that around this time, he decided that normal life just wasn't for him. And he needed to be somebody. And yikes. It was short. Also er hat dann noch irgendwann Insolvenz angemeldet und dann kam so der Turning Point in seinem Leben. Also dann hat er sich gedacht, er muss irgendwie was Außergewöhnliches aus seinem Leben machen. Shortly after this, that he began to get cosmetic surgery. 2 hair transplants, like I said before, and I'm planning on doing muscle implants in my pecs and my arms. So that just remains to be seen, but because that's pretty. Do you think you're a bit of an costly. addict? Yeah, my name's Luca, and I'm a cosmetic surgery addict. And he also tried out multiple times
for different reality TV shows, but never got Also, habt ihr verstanden? Der wollte sich Implantate machen, Muskelimplantate in die Brust und in die Arme. Ja. past the auditions. He was pretty much the definition of celebrity wannabe. How important are your looks to you? Oh my God, if that's number one. Okay, Der ist extrem selbstverliebt. Also so ein richtiger Vorzeigenarzisst, so einfach. number one is looks. Number two would have to be intelligence. And I don't know what the rest are. all I care about is number one, basically. Hi, my name is Luca. Magnotta is my last name, Magnotta. Hi, Luca. How are you today? Good, how are you? Cover here. So Thank right you. away, you know this is underwear competition. I'm gonna ask you to this row to cut your shirt right away. All right, definitely. John, how come like his voice was lower, yours went lower? I know you have a very I have a very deep voice. A lot of people tell me that actually. you have a good speaking voice. So how do you Be get on your the- voice so deep? How do I get my voice so deep? Practice makes perfect, right? A lot of people tell me I'm really devastatingly good looking, so. Yeah, but I think the problem is Er ist so richtig selbstüberzeugt. Also so Narzisst vom Feinsten auf jeden Fall. Absolut. Also Magnus ist echt kritischer Fall für sich, so, ne? that what is good for cover guy isn't always what you're attracted to in your personal life. Then you know that he's very your type. Well, everyone has their personal point of view, like who they like and who they don't like, basically. I just don't think he's beefy enough for cover guy. I don't think you have the musculature yet. I can definitely can gain weight, you Yeah, know. I know you say you can gain weight. But you don't think I can. How much weight can you gain in 2 weeks? I can gain muscle. Everybody can do it. You know, I can gain muscle. I can work out. I'm very determined, and every goal that I put my mind to, I surpass. And this is when Also die sagt ihm, ja, du bist zwar hübsch und du hast auch eine tolle Stimme. Die Stimme ist ja irrelevant bei dem, was er, also das ist ein Cover-Guy, das war eine Unterwäschefirma. Deswegen sollte er auch sein Hemd ausziehen, so. Und die meinte, der ist zu dünn, so, weißt du? Also, und er so, ja, ich kann ja direkt trainieren, so. Ich bin sehr entschlossen, wenn es um meine Ziele geht und so. Und sie so, ja, was meinst du denn, was du hinkriegen kannst innerhalb von 2 Wochen? Er so, ja, das, was man hinkriegen kann, das schaffe ich in 2 Wochen, so nach dem Motto. things start to get really crazy. Luca dropped by the Toronto Sun's headquarters in Aha, und jetzt, um nochmal so ein bisschen wirklich aufzufallen und sowas wie Publicity zu kriegen, stellt er jetzt so eine Verbindung bewusst her zu Gomolka, heißt die, glaube ich. Das war so, die und ihr Mann waren so ein Bonnie- und Clyde-Paar in Kanada, glaube ich. Das kommt jetzt. September 2007 to deny online rumors that he was dating Karla Homolka, a woman who Karla Homolka, genau. Also er stellt sich dann vor die Presse und sagt, ja, es wird online auf Seiten geschrieben, dass ich mit dieser Karla Homolka irgendwas zu tun hätte, aber das ist nicht wahr und ich wollte das hier einmal klarstellen. Und das ist halt so eine, ja, weiß ich nicht, also die berüchtigtes Killerpärchen so quasi, ja? Da who, gehörte die along zu. with her husband, murdered 3 teenage girls. She was arrested in 1993 and released Die haben 3 Teenagerinnen ermordet. in Sie und ihr Mann. 2005. My modeling career is kind of going downhill, basically. Krass, und er stellt sich da hin und sagt, ja, ich wollte nur klarstellen, dass ich mit der Dame nichts zu tun habe und ich hatte auch nie ein Verhältnis mit der. Heftig. Sowas musste erst mal kommen. Hauptsache so im Mittelpunkt irgendwie kommen. These days, to be honest with you. And it's all because of this whole rumor of you dating Karla Homolka. This is the thing that's... The rumors destroyed my life, basically, and I've been receiving death threats. My address is posted, Jo. that's why I had to move. Er hatte angeblich sogar M-Punkt-Drohungen bekommen und er musste, weil seine Adresse quasi online geleakt wurde, musste er neu umziehen und so. I
want my Pomeranian back. It was taken out of my SUV. I'm about to have a nervous breakdown here. My reputation is completely ruined. I just, everybody, I want to set the record straight that me and her have absolutely no connection. I go in to see casting directors, I go in to see agents, you know, they know who I am, you know, it's all over everywhere. Now, the rumors that Luca and Carla were dating were completely unfounded and very likely started by Luca himself. This is when we get into more of him just being a insane person who just wanted as much attention as possible at all times. He then Jetzt fängt's an. Jetzt. continued to try garner attention online, posting comments about himself to create rumors and then using other profiles to deny them. Here he Also macht sich mehrere Profile online, fängt dann an, irgendwie in Kommentaren mit irgendeinem Fremdprofil irgendein Gerücht zu streuen und macht dann mit einem von anderen neutralen Profilen, die dann pro Luca Magnotta sind und quasi Fans sind, die machen dann anderes, Digga, und fängt dann an, so mit verschiedenen Accounts da zu kommentieren. He created one of his own YouTube fan pages. Twice in 2008, he lost battles with Wikipedia to keep a page up about himself. He was just gagging for a Wikipedia page. Der hat einfach zweimal einen Rechtsstreit verloren mit Wikipedia, weil er zweimal quasi dann ein Profil über sich angelegt hat und das zweimal wieder rausgenommen wurde und er hat da einfach versucht, gegen zu klagen. I mean, well, he has one now, but it's what he did to get it that we're gonna get in. Ja, richtiger Endnarzisst, also so richtig selbstverliebt, komplett, also nur alles, was zählt, ist er so. His online ramblings then got progressively darker. Then, in 2010, shortly before Christmas, a video called One Guy, Two Kittens started circulating on discussion boards. Das ist das, wo er quasi eine neue Grenze überschreitet, so was jetzt kommt. Ich weiß jetzt nicht, was er davon alles zeigt, aber ich hole mir mal kurz eine Milchschnitte. The video depicted an unidentified man whose face was concealed, placing two kittens in a sealed bag and, well, let's not get into it. Yeah. Though the video was quickly removed from YouTube, animal activists learned of it, and the hunt for Luca began. Honestly, the animal activists did a much better job of finding him than like any police investigation did ever for finding anyone. Pretty impressive, actually, if you read into it. Shortly after the video was circulated, Ryan Boyle, a former US soldier, became the admin of a Facebook group called Find the Vacuum Kitten Killer for Great Justice. I mean, the name sounds like something that was directly translated from, like, Japanese or something, but, they had good intentions, so. About 4,000 people signed up. Luca also joined the group under an alias. A $5,000 reward was posted for information leading to the arrest of the Vacuum Kitten Killer. However, he had posed with the cats before, and several unique personal items in the video could identify him before, well, the final video, which we're going to get to. Something to look forward to. So honestly, the group kind of found out who he was quick enough. Still, this was not enough to get the police heavily involved. Online activist groups were outraged as they tried to get the police to take these actions seriously. They spent thousands of hours trying to track him down. They compiled pages of evidence which they delivered to law enforcement. Es gab zwei Menschen, die online, also die das mitbekommen haben, die halben Tag in ihrem Leben online immer waren, täglich. Wie hieß die denn nochmal? Bei Facebook eine, die hieß Body Movin'. Body Movin', irgendeine Nummer, 99 oder so. Und dann gab es noch einen Typ mit so einem richtigen Standardnamen. John Green oder so. Die haben sich zusammengetan, irgendwann im Verlaufe derer eigenen individuellen Recherchen und sind dabei irgendwann auch aufeinander getroffen, weil Gruppen gebildet wurden, um quasi alle Hinweise und alles an Ideen, was man so hat, alle, die der Fall interessiert und alle, die Katzenliebhaber sind und unbedingt wissen wollen, wer dieser Typ ist, der da online irgendwelche Katzen platt macht, ne?
alle sollen quasi der Gruppe beitreten und dann kann jeder seine Meinung oder seine Hinweise oder was auch immer abgeben. Und da wurde dann zum Beispiel gefragt, wo ist dieser Türknauf in dem Zimmer, wo er das aufgenommen hat, der Türknauf. Das ist kein amerikanischer Türknauf, bla bla bla. Ne? Solche Sachen sind aufgefallen. Dann ist ein Staubsauger irgendwo in der Ecke aufgefallen. Eine Fernsehsendung lief im Hintergrund, die auf einer bestimmten Sprache war. Die haben alles gefiltert, Stück für Stück und monatelang, ich glaube sogar mehr als Monate, jahrelang analysiert und so weiter und alles miteinander ausgetauscht und sind irgendwann auch zur Polizei gegangen. Und als dann, also es hat aber, da hat keiner die ganze Zeit, das hat keinen gejuckt. Das sind ja nur Tiere, bla, und man kann gar nicht nachweisen, dass er das ist und bla, und wir haben wichtigere Probleme. Bis es aber dann von Tier auf Mensch gegangen ist. Dann ging es auf einmal. Detailed photographic analysis, metadata pulled from numerous photographs, detailed locations of the suspected king killer's whereabouts. Pretty much everything. But nothing really happened. About a year later, he posted more videos of cats and, death, which the activists thought he was like taunting them with. And then we get into even more death, but of the bigger kind. Over the course of 2 days, May 15th and May 16th, 2012, repeated references were made online to a new video. One lunatic, one ice pick. The video hadn't even been posted. After a flurry of online postings, Luca's online activity then went black for a few days. And then Concordia University student John Lin failed to show up for his job. This footage shows him with Luca Magnotta entering Luca's apartment. John Lin was from Wuhan and began dating Luca in 2012. He then vanished. On May 25th, a video... Also der Luca und dieser Boy hier, die haben 2012 angefangen, sich zu daten. Wann genau hat er jetzt nicht gesagt, glaube ich. Aber kurz danach verschwindet er direkt. Surfaced called One Lunatic, One Ice Pick. In the video, John is... Es ist ein Online-Video erschienen, das heißt ein durchgeknallter oder ein Verrückter und ein Eispickel. Seen tied to a bed frame while... I think the title gives you all... Man sieht eine männliche Person mit verbundenen Augen, die an ein Bett gebunden ist mit den Händen, mit beiden Händen. Ja. All the information you really need to know. But he did horrible shit to the body, like some real sick shit that I'm not gonna get into because it's... Er hat wirklich abartig geisteskranke Sachen, Dinge mit dem Eispickel und ne? Just no. Er will da nicht drauf The police eingehen. didn't even believe the video was real. Die Polizei hat angeblich, das war so abstrakt und so befremdlich, dass die Polizei erstmal nicht geglaubt hat, dass dieses Online-Video echt wäre. Multiple occasions, Interpol, the FBI, and the Toronto police were informed of the video's existence. Jo. Erst Tiere, dann Menschen, Flash. Dieses Schema wurde so oft bei Filmen angewendet. Hier, Michael Myers alleine oder so. For days they ignored Halloween. the video, assuming it was a fake. Even when a lawyer was the one trying to bring attention to the video. That was until a janitor found John's dismembered torso inside a suitcase outside a Montreal apartment building. 4 days after the video was posted on May 29th, 2012, a package containing a left foot was delivered. Also, irgendein Hausmeister hat quasi irgendwann, nachdem er verschwunden ist, einen Koffer, einen blutigen Koffer gefunden. Und da war der drin. Delivered to the national headquarters of the Conservative Party of Canada. The package was stained with blood and had a foul smell and was marked with a red heart symbol. Another package Hat nach Verwesung gerochen. containing a left hand was intercepted in a Canada Post processing facility, addressed to the Liberal Party.
After finding identifying information among the suitcase and packages, police quickly went to Luca's apartment. They also get this surveillance footage showing Luca dumping quite a lot of stuff. Ja, man sieht dann halt in der Nacht muss das dann wohl gewesen sein, wie er alles entsorgt. Also wie er immer wieder zu den Mülltonnen geht unten im Haus und auch öfters wiederkommt. Ne? Und er hat auch jetzt das T-Shirt von dem Angegriffenen an. Ne? Jetzt nicht mehr. Boah, heftig, Alter. Luca's apartment had been mostly emptied before he left. Blood was found on different items, including the mattress, the refrigerator, the table, and the bathtub. If you don't like the reflection, don't look in the mirror. I don't care. Was written in red ink on the inside of a closet. So where was Luca? Long gone. He was running away to Europe, not only to hide, but to have a grand old time. Canada tried to let transportation services know that Luca was... Also er flüchtet von Kanada nach Europa, ne? Irgendwann danach. Also ich bin mir nicht sicher, wie weit die ihm auf der Spur waren zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist. Aber diese beiden Internetdetektive haben ja quasi schon viel so quasi hervorgebracht an Informationen, die der Polizei garantiert geholfen haben muss. Also die hatten safe mehr auf dem Schirm als die Polizei zu dem Zeitpunkt. Und die haben das ja quasi schon prophezeit, dass sich das abzeichnet, dass der von Tier auf Mensch irgendwann wechselt. Das ist ja, das ist so crazy, dass die Polizei da, weißt du, für die muss immer erst was passieren, wenn es zu spät ist, dann greifen die ein. So. Wanted, but by the time they were informed, he had already boarded a plane to Paris. And by the time the police reached his hotel room, he was gone. From there, he stayed with random men and took videos of himself, as he loved to do. He went to parties and lived as if he wasn't on the run by just having a jolly good time. What's up? And hi to all my fans. Also er hat in Europa einfach ein ganz normales Leben geführt. Er hat sich gar nicht wirklich versteckt oder irgendeine Mühe gemacht. Er ist einfach knallhart Party machen gegangen und so und hat hier so ein Video gemacht, wo er seine Fans grüßt. Online. He was eventually caught in Berlin when, no surprise, he was found in an internet cafe reading online news stories about himself and probably getting annoyed about the pictures. 2012 wurde er gepackt. Weiß jetzt nur nicht, ich denke von den Klamotten her wird das eher April sein, ne? Als Juni. Ich weiß jetzt nicht, ob das Datum englisch angezeigt wird oder nicht, aber ich schätze mal, es ist 2012, 6. April. Schätze ich jetzt mal allein. Guck mal, was die für Kunden anhaben. Im Sommer wäre das schon krass, oder? Naja, könnte auch Sommer sein. Manche deutsche Sommertage sind ja kalt, nee. They used of him. Einfach in so einem Internetcafé, Rest in Peace, was es heute nicht mehr gibt, haben sie den gepackt. Krass, ey. On June 5th, 2012, a package containing a right foot was delivered to St. George's School, and another package containing a right hand to False Creek Elementary School in Vancouver. You can guess who they were from. Ei. Und irgendwie im Nachhinein kamen dann Pakete an wohin? Eine Schule? Creek Elementary School, St. George's School. June 5th, 2012, a package containing a right foot was delivered to St. George's School. Also im Mai 2012, einen Monat später oder einen halben Monat später, wie auch immer, ein bisschen später, And another package kommt ein Fuß in einer Schule an, als im Paket.
a right hand to Und Falls Creek Elementary School eine in rechte Hand Vancouver. in einer You can Grundschule guess als who they were Paket. from. I can't link it to anything right now. As we progress in the investigation, we will provide as much information as we can. Luca was then extradited back to Canada on June 18th. Luca Magnotta's final words as a free man to police: "Okay, you got me." I thought that's him who was wanted, this man says. I saw a police car in the street and stopped it. Magnotta's arrest Also seine letzten Worte in Freiheit waren wohl zu der Berliner Polizei: Okay, you got me. follows an international manhunt for the man accused of murdering and dismembering a Chinese exchange student in Montreal, then mailing his body parts. Luca was obsessed with keeping up appearances, seeming to thrive on media attention. Because of this and the gruesome behavior, the judge decided that the media would not be allowed in the courtroom. The judge wanted to be certain that Luca would not gain additional notoriety from his video or his actions. In addition, he was kept in solitary confinement. He initially pled not guilty to all charges. However, on April 12, 2013, Luca was indicted on charges of first-degree murder, offering indignities to a Junge, ey, guck mal, wie mild der lächelt, Alter, was... Boah. Boah, da kann einem schon schlecht werden, was es für Menschen gibt auf dieser Welt. Echt, das ist geisteskrank, Mann. Ach, Mann, ey, wenn wir einfach nur bei uns rumgucken, allein was in Deutschland die letzten Wochen und Monate schon wieder... Alter, man hat gar keinen Bock mehr rauszugehen, man hat gar keinen Bock mehr auf irgendwelche Fremden. Ich schwör's dir, man hat... Also das ist wirklich so... Keine Ahnung, wie man das sagen kann, aber das nimmt schon Formen an, die wirklich ekelhaft sind und man hat einfach gar keinen Bock mehr. Ich will einfach irgendwo hin, wo es ruhig ist am liebsten und alle sollen mich in Ruhe lassen. Kennt ihr das Gefühl? So fühlt man sich manchmal. Ja, ja. Das ist das nämlich. Genau. Ob ich meine Cappy über das linke Ohr ziehen kann, das triggert ihn. Junge, ja, jetzt kriege ich aber das Problem, dass der sich da hinten reinhakt in den Hoodie. Boogie Woogie. So. Human body, Luca, distributing da hast du obscene verkackt. materials, using the postal service to distribute obscene materials, and criminal harassment. During the trial, it became increasingly clear that Luca Magnotta was not well. He fainted several times during the trial and claimed not to remember much of what was said. A disturbing and emotional day in a Montreal courtroom was cut short after accused killer Luca Magnotta collapsed. As part of the proceedings, 6 psychologists were brought in to check on his mental capacity and sanity. And they all said pretty much the same thing. Most of them said he had borderline personality disorder and/or paranoid schizophrenia. They also pointed back to a court case in 2005, when he was asked by a judge to take medication for paranoid schizophrenia. The one where the judge said if you don't always take your medication, your life's going to be messed up. Immeasurably. With huge ramifications to our society eventually. I mean, that's a bit of an understatement considering what happened, but he was on the ball. The defense argued that this personality disorder meant that he was not responsible for what he had done. However, the jury found that despite his mental illness, das ist immer das Beste. Der konnte dann aufgrund seiner geistigen Krankheit, konnte er natürlich nicht auf Vollmaß verurteilt werden, ne? Also auf jeden Fall kam der nicht ins Gefängnis, glaube ich, sondern he had known what he was doing. He demonstrated premeditation and was sentenced to life in prison, where he remains in maximum security to today. Doch. For life in maximum prison. Also höchst sicher, Hochsicherheitstrakt oder was. Ja, richtig so. Wenn der rauskommt, wenn der lebendig da rauskommt, sorry, dann kümmert euch lieber, dann soll sich die Justiz lieber um die Leute kümmern, wo wirklich die Schuld nicht mal bewiesen ist, sondern einfach nur durch einen Haufen von Indizien und alles vielleicht passt. Es gibt einfach solche Fälle, wo einer so mies ins Näpfchen tritt und dann wird er mitgenommen, ne?
Hat er Pech gehabt. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort, keine Ahnung. Boah, solche Filme zum Beispiel kann ich mir gar nicht angucken. Also mit so auch sowas wie schon Green Mile und so, solche Ungerechtigkeit. Das triggert mich voll. So Ungerechtigkeit, verurteilen zu Unrecht und sowas, boah, das triggert mich total. Damit kannst du mich richtig auf die Palme bringen. Ja, so ist das. Aber so ist diese Welt halt, ne? Das ist halt ganz, ganz schlimm. Kennt ihr den Film? Ihr kennt den auf jeden Fall. Ihr Verrückten. Green Mile, ja, ist auch sehr guter Film. Aber das triggert mich halt, weißt du? Dass dann da so eine gute Seele sitzt und die wissen alle, dass der unschuldig ist. Und können nichts machen, so. Ja. Welcher noch? Die Verurteilten. Die Verurteilten ist einer der, also doch mein Lieblingsknastfilm. Die Verurteilten. Der ist krass. Nichts Übertriebenes bei oder so. Ja gut, das mit der Wand ist ein bisschen übertrieben, ne? Aber der hat ja auch 20 Jahre gebuddelt, ne? Russell Crowe, 72 Stunden. Ne. Ich glaube nicht. Sagt mir jetzt nichts. Ich guck mal kurz gleich. Können gleich einen Trailer gucken. Der Fall ist eh jetzt abgeschlossen. Warte. Ich lass mal das Video zu Ende laufen. There was never any doubt Luca Magnotta killed Jun Lin, but today a jury found beyond a reasonable doubt he murdered him. Paul, the accused, showed no emotion as he stood to hear his fate. After more than 7 days of deliberations, the jury had just one word for each of the 5 counts against Luca Magnotta: guilty. That was the word Lin Duran was waiting for as he sat through week after week of graphic testimony. Luca Magnotta, the man who killed his 33-year-old son, Jun Lin, is going to jail for life. The family's lawyer says the verdict brings some relief. This does not return his son. It gives him no pleasure to see this man punished or sent away. It's better than nothing. The pain remains for the family, left with so many unanswered questions. In a victim impact statement read out in court, Lin's father wrote, "In one night, we lost a lifetime of hope, our futures, parts of our past." Now, Luca still has quite the fan club. Shocking. People sent him love letters in prison. His videos still circulate online, and a few fans have even tried to emulate his look. There are fan Es gibt wirklich Menschen, die ihm dann Briefe in den Knast geschickt haben und so ihre Fantreue beschworen oder geschworen haben. Ey, das ist so, das kannst keinem erzählen. Ey. Richtig daneben. Pages for Luca on Facebook and entire websites devoted to him. His cult following says they support him against persecution. One fan online wrote, "Maybe it's my mind's way of coping with the inexplicable dichotomy of beauty and the beast. The extreme beauty of the person versus the extreme ugliness of the alleged act. I don't know. All I do know is that I feel powerless to control these thoughts, and that there is an amazing, physical, warm sensation when I think of him. Something akin to love." Okay. How sweet. You can find stuff on Reddit, Pinterest, people... I don't know. But there you have it. I've been making these videos for quite a while, and you know, you kind of start to think that nothing can surprise you, and then you come across... Macht solche Videos schon eine Weile und man denkt irgendwann, man kann von nichts mehr überrascht werden oder irgendwie so abgeholt werden oder so halt vom Hocker geworfen werden. Und ja, Überraschung. ...across a nut job like Luca Magnotta, and you're like, wow. Oh, actually, one more thing. If you were looking for a hot date in the past, well, you could get one with him, as his profile appeared on Canadian Inmates Connect, where he was looking for his Prince Charming. It also says his expected release is in 2037, when he will be 55. Canadian Inmates, guck mal. Einfach so eine Dating-Seite für... Ey, kannst du keinem erzählen. Und da hat er sich angemeldet, oder was? So start counting down the hours, guys. Not that far away. Only like... Also wenn man jetzt wirklich
einen Turn drauf hätte, könnte man den quasi da adden und mit dem schreiben und so. Also, ID 3378. Solltest du vielleicht mal gucken, ob du da vielleicht noch mal einen Account machen willst, ne? Bei sowas kann ich dann ganz gut helfen. Accounts kann ich ganz schnell errichten, ne? Boah, jetzt gibt's richtig mieses Kommentar. Freddy? Ja, also, ja klar, Krüger, aber weiß ich nicht. Der hat ja immer nur seine Klingen benutzt, ne? Nicht seine. Der hat ja zum Beispiel seine Hose immer zugemacht, ne, zugelassen. Also der muss ja jetzt, ne? Also, keine Ahnung. 18 years. Thank you so much for watching. I really appreciate it. If you'd like to see some more of my videos, please subscribe if you want to, and yeah, I guess that's it.